Seid gegrüßt, meine Z-Krieger. Willkommen auf meinem Kanal. Stell dir vor, du wirst mit einer Macht geboren, die so unvorstellbar groß ist, dass selbst Könige Angst vor dir haben. Eine Kraft, die alles zerstört, was dir in den Weg kommt. Egal ob Freund oder Feind. Genau das ist die Geschichte von Broly, dem legendären Super Saiyajin. Ein Krieger, der von Geburt an zum Monster erklärt wurde. Nicht, weil er böse war, sondern weil seine Macht die ganze Saiyajin-Rasse übertraf. In diesem Video schauen wir uns Brolys gesamte Geschichte an. Seinen tragischen Ursprung, seine unglaublichen Kräfte, seine Kämpfe gegen Goku und Vegeta und warum er in Dragon Ball Super plötzlich ganz anders dargestellt wird, als wir ihn kannten. Wenn du Dragon Ball liebst und die Wahrheit über Broly erfahren willst, bleib unbedingt bis zum Ende dran. Es lohnt sich. Und bevor wir starten, wenn du mehr solcher tiefen Charaktergeschichten sehen willst, dann abonniere jetzt den Kanal, lass ein Like da und aktiviere die Glocke, damit du keine Episode mehr verpasst. Jetzt geht's los. Tauchen wir ein in die Geschichte des legendären Super Saiyajins Broly. Broly wurde auf dem Planeten Vegeta geboren, genau wie Goku und Vegeta selbst. Doch von Geburt an war klar, dass er anders war. Seine Kampfkraft war unnatürlich hoch, über 10.000, schon als Baby. Zum Vergleich, selbst Elitesoldaten des Saiyajin-Volkes erreichten solche Werte nicht einmal als Erwachsene. Diese unglaubliche Kraft machte König Vegeta misstrauisch. Er fürchtete, dass dieses Kind eines Tages die königliche Linie bedrohen könnte. Und so erteilte der König einen grausamen Befehl. Broly sollte eliminiert werden. Doch Broly überlebte. Zusammen mit seinem Vater Paragus wurde er ins Exil geschickt. Auf einen verlassenen Planeten namens Vampa. Dort begann die lange, düstere Geschichte eines Saiyajin, der vom Schicksal verraten wurde. Was Broly so einzigartig macht, ist nicht nur seine Kraft, sondern auch sein Zorn. Schon als Baby schrie er unaufhörlich, sobald er Goku, damals Kakarot, hörte. Viele Fans interpretieren das als die erste Verbindung zwischen den beiden, ein instinktiver Hass, der tief in seiner DNA steckt. Dieser unkontrollierbare Zorn ist es, der Broly zur Legende macht. Er ist nicht einfach nur stark, er ist eine Naturgewalt, getrieben von Emotionen, die selbst ein Saiyajin kaum begreifen kann. Jahre später tauchte Paragus mit seinem Sohn Broly wieder auf. Sein Ziel: Rache an Vegeta, dem Sohn des Königs. Paragus täuschte eine Allianz vor, während er Broly als seine Geheimwaffe nutzte. Doch Broly war längst nicht mehr zu kontrollieren. Als er Goku sah, erwachten seine alten Instinkte, der Zorn, der Schmerz, der Wahnsinn. Zum ersten Mal sahen wir den legendären Super Saiyajin in Aktion. Grün glühende Aura, gewaltige Muskeln, irrsinniger Blick, Broly war nicht mehr aufzuhalten. Selbst Goku, Vegeta, Piccolo, Trunks und Gohan kämpften gemeinsam und hatten kaum eine Chance. Er vernichtete ganze Planeten mit einer Handbewegung. Erst durch Gokus unerschütterlichen Willen und die vereinte Energie seiner Freunde konnte Broly besiegt werden, aber nicht vernichtet. Im zweiten Film, Broly, der zweite Angriff, überlebt er schwer verletzt und fällt schließlich auf die Erde. Er kämpft erneut gegen Goku, Gohan und Goten. Wieder tobt die grüne Aura, wieder wird seine Wut zum Monster. Doch diesmal
endet sein Wahnsinn endgültig. Oder etwa nicht? Im dritten Film, im Bio Broly, erschaffen Wissenschaftler eine Kopie von Broly aus seiner DNA. Doch der Bio Broly ist nur ein Schatten des Originals, ein Monster ohne Seele. Trotzdem zeigt dieser Arc, wie gefährlich Brolys Erbe selbst nach seinem Tod bleibt. Viele Jahre später kam die neue offizielle Version, Dragon Ball Super Broly. Akira Toriyama selbst schrieb diesmal an der Geschichte mit und machte Broly endlich kanonisch. Hier sehen wir eine komplett neue Version. Ein junger, wilder Saiyajin, der auf dem Planeten Wampa mit seinem Vater überlebt hat. Er ist nicht böse, nur missverstanden, gequält und allein. Seine Kraft wächst jenseits jeder Vorstellung. Aber diesmal bekommt er eine tragische Tiefe. Broly kämpft gegen Goku und Vegeta in einem der spektakulärsten Kämpfe der ganzen Dragon Ball Geschichte. Die Animation, die Energie, der Soundtrack, pure Gänsehaut. Am Ende sehen wir Goku, der ihm die Hand reicht, nicht als Feind, sondern als Freund. Ein Saiyajin, der endlich Frieden finden darf. Broly ist kein gewöhnlicher Saiyajin. Er ist ein Phänomen. Seine Energie scheint grenzenlos zu sein. Und je länger ein Kampf dauert, desto stärker wird er. Während andere Kämpfer mit der Zeit ermüden, steigert sich Broly immer weiter. Es ist, als ob sein Körper keine Grenzen kennt. Seine Kraft wächst mit jeder Sekunde, mit jeder Emotion, besonders wenn er wütend wird. Das Besondere bei Broly ist, dass seine Energie nicht stabil ist. Sie ist wild, unkontrolliert und rein instinktiv. Er kämpft nicht mit Strategie oder Technik wie Goku und Vegeta. Er kämpft mit Instinkt, als würde sein Körper allein entscheiden, was als nächstes passiert. Jetzt kommen wir zu seinen Transformationen, die seine unglaubliche Entwicklung zeigen. In seiner Basisform wirkt Broly auf den ersten Blick fast ruhig. Er ist konzentriert, fast gelassen, aber selbst in diesem Zustand ist seine Kampfkraft schon höher als die vieler Elite-Saiyajins. Dann gibt es seine Wrathwohl-Form, auch bekannt als Zornform. Diese Form ist etwas ganz Besonderes, denn sie ist eine Art Zwischenstufe. Broly greift hier auf die Energie des Ozaru, also des großen Affen, zurück, aber ohne sich tatsächlich zu verwandeln. Dadurch bekommt er einen massiven Kraftschub. Sein Körper wird stärker, seine Augen verändern sich und seine Aura wird goldgrün. In dieser Form zeigt sich zum ersten Mal, was in ihm wirklich steckt. Aber das ist noch lange nicht das Ende. Wenn Broly dann den Zustand des Super Saiyajin erreicht, geht es richtig zur Sache. Seine Aura wird goldfarben, seine Kraft explodiert und sein Kampfstil wird brutaler, instinktiver. Doch bei Broly läuft es anders als bei Goku oder Vegeta. Bei ihm ist es keine kontrollierte Transformation. Es ist, als würde seine Wut die Kontrolle übernehmen und seinen Körper zwingen, immer weiter zu gehen. Und dann kommt die Form, die ihn zur Legende gemacht hat. Der legendäre Super Saiyajin. In diesem Zustand verändert sich alles. Seine Haare werden grünlich, seine Muskeln wachsen gewaltig an. Seine Augen verlieren ihre Pupillen und seine Aura strahlt in einem giftgrünen Licht. Broly wird in dieser Form zu einer lebenden Naturkatastrophe. Er hört auf nachzudenken, alles was zählt ist der Kampf. Er spürt keine Schmerzen, keine Müdigkeit, keine Grenzen.
Das Beeindruckende ist, selbst Goku und Vegeta, selbst in ihren stärksten Formen, haben in einem direkten Kampf kaum eine Chance gegen ihn. Erst als sie sich zu Gogeta fusionieren, können sie Broly überhaupt aufhalten. Viele sagen, Broly wäre eine Art unendlicher Motor. Je länger der Kampf dauert, desto mehr Energie erzeugt er. Und das macht ihn so gefährlich. Whis selbst hat einmal gesagt, dass Brolys Potenzial so groß ist, dass er vielleicht eines Tages sogar die Götter übertreffen könnte. Vorausgesetzt, er lernt seine Kraft zu kontrollieren. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Brolys größte Schwäche ist nicht sein Gegner, sondern er selbst. Seine Emotionen sind der Schlüssel zu seiner Stärke. Aber sie können ihn auch völlig außer Kontrolle bringen. Trotzdem, wenn er es irgendwann schafft, diese rohe wilde Energie zu meistern, dann wäre Broly wahrscheinlich der stärkste Saiyajin aller Zeiten. Seine Kraft ist nicht einfach nur Power. Sie ist pure, natürliche Energie. Eine Kraft, die nicht durch Training oder Technik entstanden ist, sondern durch Instinktiv, Emotionen und das pure Saiyajin-Erbe. Und genau das macht Broly so einzigartig. Er ist nicht nur ein Krieger, er ist die Verkörperung der Saiyajin-Natur selbst. Wenn man über Broly spricht, muss man eigentlich zwischen zwei Versionen unterscheiden. Dem alten Z Broly aus den 90er-Filmen und dem neuen Super Broly aus Dragon Ball Super von 2018. Beide sind unfassbar stark, aber sie sind komplett unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit, ihrem Ursprung und ihrer Geschichte. Der Z Broly aus den alten Filmen war im Grunde genommen eine Naturgewalt, reine Wut, pure Zerstörung ohne Kontrolle. Schon als Baby hatte er eine Kampfkraft, die alle übertraf. König Vegeta sah in ihm eine Gefahr und ließ ihn beseitigen. Dadurch wurde Broly von Anfang an gehasst und verstoßen. Als er dann Jahre später auf Goku trifft, erinnert er sich, unbewusst, an das Schreien vom Baby Kakarot. Dieses Geräusch, das ihn damals im Brutkasten nervte, wird zu einem Symbol für seinen Hass. Und genau das zieht sich durch den ganzen Z-Film. Broly ist ein Monster, getrieben von Hass und Wahnsinn. Sein Vater Paragos benutzt ihn als Waffe, aber am Ende verliert Broly völlig die Kontrolle. Er wird zum legendären Super Saiyajin, vernichtet alles um sich herum und kennt keine Gnade. Der Super Broly aus Dragon Ball Super ist dagegen eine ganz andere Figur. Hier hat Akira Toriyama ihn neu interpretiert und ihm viel mehr Tiefe und Menschlichkeit gegeben. In dieser Version ist Broly kein böser Charakter, eher ein Opfer der Umstände. Er wächst zusammen mit seinem Vater Paragos auf dem trostlosen Planeten Vampa auf, weit weg von der Zivilisation, isoliert und ohne Kontakt zu anderen Lebewesen. Sein Vater will Rache an König Vegeta, weil dieser sie damals verbannt hat. Und er zieht Broly so auf, dass er seine ganze Kraft unterdrückt, aber gleichzeitig für seine Rache nutzt. Wenn man Super Broly sieht, merkt man, er ist ruhig, fast schüchtern, hat keine schlechten Absichten. Aber sobald er kämpft, verliert er komplett die Kontrolle über seine Kräfte. Nicht aus Hass, sondern weil er sie einfach nie gelernt hat zu beherrschen. Das ist der größte Unterschied zwischen beiden Versionen. Der alte Broly kämpft, weil er hasst. Der neue Broly kämpft, weil er muss. Weil seine Emotionen stärker sind als sein Verstand. Auch Goku erkennt das.
Statt ihn zu töten, wie früher, versucht Goku ihn zu verstehen und bietet ihm am Ende sogar seine Hilfe an. Das ist ein ganz großer Wendepunkt in Brolys Geschichte. Er ist kein reines Monster mehr, sondern ein Saiyajin, der lernen kann, seine Macht zu kontrollieren und vielleicht eines Tages sogar an Gokus Seite zu kämpfen. Zusammengefasst kann man sagen, Z Broly war das Symbol für reinen Hass und Wahnsinn. Super Broly ist das Symbol für Akzeptanz, Entwicklung und unkontrollierte Kraft, die noch ihren Weg finden muss. Und genau das ist es, was viele Fans heute an ihm lieben. Er ist nicht nur stark, er ist echt, greifbar und irgendwo auch ein bisschen tragisch. In Dragon Ball Super Hero taucht Broly wieder kurz auf, trainierend mit Goku und Whis auf Beerus Planeten. Viele Fans glauben, dass Broly in zukünftigen Filmen oder Staffeln eine riesige Rolle spielen wird. Vielleicht sogar als Gokus Verbündeter im nächsten großen Turnier. Denn sein Potenzial ist grenzenlos. Whis selbst sagt, wenn Broly lernt, seine Kraft zu kontrollieren, könnte er sogar die Götter übertreffen. Broly steht für etwas Tieferes als nur rohe Gewalt. Er symbolisiert die unterdrückte Wut, die ungerechte Behandlung und das Schicksal eines Kriegers, der nie eine Wahl hatte. Während Goku Licht und Hoffnung repräsentiert, verkörpert Broly die dunkle, wilde Seite der Saiyajin-Natur. Diese Balance zwischen Kontrolle und Wahnsinn, zwischen Freundschaft und Isolation, das ist, was Broly zu einer der faszinierendsten Figuren im ganzen Dragon Ball-Universum macht. Seit seinem ersten Auftritt 1993 hat Broly Kultstatus erreicht. Er ist bis heute einer der beliebtesten Figuren in ganz Dragon Ball. Seine Stärke, sein Design, seine rohe Aura, alles an ihm schreit Legende. Und jetzt, da er endlich Teil des offiziellen Kanons ist, wissen wir, Brolys Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Erstmal knöpfe ich mir dich vor, Kakarot. Du darfst als Erster ins Gras beißen. Und das war die Geschichte von Broly, dem legendären Super Saiyajin. Ein Charakter, der nicht nur durch seine Kraft, sondern durch seine Tragödie und seinen unbändigen Willen beeindruckt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um keine weiteren Charaktergeschichten zu verpassen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wen soll ich als nächstes vorstellen? Vielleicht Beerus, Cell oder Gohan Beast? Danke fürs Zuschauen und denkt dran, ein wahrer Saiyajin kennt keine Grenzen. Bis zum nächsten Mal, euer Black Sergeant. Ich sehe, du gibst dir echt Mühe, reicht aber leider nicht.